Lektion 1: Stadtspaziergänge. Hey Anna, ich habe gerade herausgefunden, dass unsere Stadt mit Gehwegen und Zebrastreifen überall freundlicher wird. Hallo John, das freut mich zu hören. Sichere Wanderwege machen einen großen Unterschied. Unbedingt. Es ermutigt mehr Menschen zu laufen, statt zu fahren. Genau. Außerdem ist Gehen hervorragend für unsere Gesundheit. Bist du in letzter Zeit öfter gelaufen? Ja, habe ich. Ich liebe es, verschiedene Stadtteile zu Fuß zu erkunden. Das ist eine fantastische Idee. Welche interessanten Orte hast du entdeckt? Ich fand ein bezauberndes kleines Café, versteckt in einer ruhigen Straße. Sie haben tolles Gebäck. Oh, ich liebe Gebäck. Welche Art hast du probiert? Ich hatte einen Blaubeerskone, der einfach köstlich war. Es passte perfekt zu meinem Kaffee. Klingt herrlich. Ich probiere auch gerne neue Cafés aus. Irgendwelche anderen versteckten Juwelen? In der Nähe gibt es eine kleine Buchhandlung mit einer gemütlichen Leseecke. Es ist perfekt für Buchliebhaber. Eine gemütliche Buchhandlung klingt wunderbar. Haben Sie eine gute Auswahl an Büchern? Ja, sie haben eine Mischung aus Bestsellern und Klassikern. Ich habe einen Roman gefunden, den ich schon immer lesen wollte. Das ist genial. Ich liebe es, mich in einem guten Buch zu verlieren. Denkst du, wir sollten es uns zusammen ansehen? Definitiv. Wir könnten uns Gebäck holen und den Nachmittag mit Lesen verbringen. Das klingt nach einem perfekten Plan. Wir können sogar unsere Lieblingsbücher teilen. Das fände ich toll. Welches Genre magst du normalerweise? Ich bin ein Fan von Kriminalromanen. Sie halten mich immer auf Trab. Mysterien sind aufregend. Ich mag selbst eine gute Abenteuergeschichte. Gute Wahl. Vielleicht finden wir ein Mystery-Abenteuerbuch, das wir zusammen lesen können. Das würde Spaß machen. Lass uns bald einen Tag damit verbringen, die Stadt zu erkunden und zu genießen. Lektion 2: Lampenfieber überwinden. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, dass Untersuchungen zeigen, dass es schwierig sein kann, eine Rede zu halten. Hallo John, ich stimme voll und ganz zu. Vor einer großen Menschenmenge zu stehen kann jeden nervös machen. Das kann es wirklich. Ich spüre immer, wie mein Herz rast, wenn ich nur daran denke. Das Gleiche hier. Der Leistungsdruck kann überwältigend sein. Was hilft dir, diese Nerven zu beruhigen? Ich versuche tiefes Atmen zu üben, bevor ich auf die Bühne gehe. Es hilft mir wirklich, mich zu konzentrieren. Das ist eine großartige Technik. Ich finde auch, dass eine gründliche Vorbereitung mein Selbstvertrauen stärkt. Vorbereitung ist der Schlüssel. Haben Sie eine bestimmte Methode, um Ihre Vorträge zu organisieren? Ich erstelle gerne zuerst eine Gliederung und fülle dann die Details aus. Das hält mich strukturiert. Das klingt effektiv. Normalerweise verwende ich Karteikarten, um die wichtigsten Punkte aufzuschreiben. Karteikarten sind praktisch. Sie eignen sich hervorragend zum schnellen Nachschlagen, ohne direkt aus einem Drehbuch lesen zu müssen. Genau.
Dadurch fühlt sich die Sprache natürlicher und ansprechender an. Haben Sie jemals visuelle Hilfsmittel verwendet? Ja, ich habe einmal eine PowerPoint-Präsentation verwendet, und das hat dem Publikum geholfen, ihr zu folgen. Visuelle Hilfsmittel können eine Präsentation wirklich verbessern. Sie machen komplexe Ideen verständlicher. Definitiv. Außerdem behalten sie die Aufmerksamkeit des Publikums bei sich, was so wichtig ist. Ich habe gehört, dass Augenkontakt auch dazu beitragen kann, mit dem Publikum in Kontakt zu treten. Unbedingt. Dadurch fühlt sich die Rede persönlicher und ansprechender an. Übst du Augenkontakt? Ich versuche es, aber es kann schwierig sein, wenn ich nervös bin. Am Ende schaue ich mir meine Notizen an. Das ist verständlich. Vielleicht kannst du vor deiner nächsten Rede mit Freunden üben? Das ist eine tolle Idee. Ein unterstützendes Publikum könnte wirklich dazu beitragen, mein Selbstvertrauen zu stärken. Ja, und sie können ihnen konstruktives Feedback geben, um ihre Lieferung zu verbessern. Ich werde das einrichten. Es ist immer besser, sich Ängsten mit ein wenig Hilfe von Freunden zu stellen. Lektion 3. Das Wichtigste beim Wandern. Hallo Anna, ich freue mich auf unseren Wanderausflug an diesem Wochenende. Hallo John. Ich auch. Hast du alles eingepackt, was wir brauchen? Ich habe meinen Rucksack bereit, aber ich entscheide mich immer noch dafür, etwas Obst mitzubringen. Obst ist eine gute Wahl. Sie sind erfrischend und liefern Energie. Was schwebt dir vor? Ich dachte darüber nach, Äpfel und Bananen mitzubringen. Sie sind leicht zu tragen. Exzellente Auswahl. Äpfel sind knusprig und Bananen eignen sich hervorragend für schnelle Energie. Genau. Sollen wir auch ein paar Wandersnacks mitbringen, wie Müsli-Riegel? Ja, Müsli-Riegel sind perfekt. Sie sind nahrhaft und lassen sich beim Gehen leicht zu sich nehmen. Perfekt. Davon hole ich mir eine Kiste. Was ist mit Getränken? Wir sollten auf jeden Fall viel Wasser mitbringen, um hydratisiert zu bleiben. Einverstanden. Wie viel Wasser sollten wir deiner Meinung nach mitbringen? Normalerweise strebe ich etwa 2 Liter pro Person für eine Tageswanderung an. Das klingt vernünftig. Ich sorge dafür, dass ich genug für uns beide einpacke. Großartig. Es ist auch ratsam, für alle Fälle ein kleines Erste-Hilfe-Set mitzubringen. Guter Punkt. Pflaster und antiseptische Tücher können sich als nützlich erweisen. Genau. Es ist besser, auf kleinere Kratzer oder Blasen vorbereitet zu sein. Und vergessen wir Sonnencreme nicht. Wir wollen auf unserem Abenteuer keinen Sonnenbrand bekommen. Definitiv. Ein wenig Sonnencreme trägt wesentlich zum Schutz unserer Haut bei. Ich mache eine Checkliste, um sicherzustellen, dass wir nichts Wichtiges vergessen. Das ist klug. Das hilft uns, organisiert zu bleiben, besonders wenn wir es eilig haben. Ich freue mich drauf. Wandern, frische Luft und gute Gesellschaft sorgen für einen perfekten Tag. Unbedingt. Außerdem ist es eine wunderbare Möglichkeit,
die Natur zu erkunden und die Landschaft zu genießen. Genau. Lasst uns diese Wanderreise unvergesslich machen. Lektion 4. Fitnessfokus. Hey Anna, ich habe mich in letzter Zeit sehr auf Gewichtheben konzentriert. Hallo John. Das klingt interessant. Welche Übungen hast du gemacht? Ich konzentriere mich hauptsächlich auf Kniebeugen und Kreuzheben. Sie eignen sich hervorragend zum Kraftaufbau. Das sind hervorragende Entscheidungen. Kniebeugen sind fantastisch für die Beine und Gesäßmuskeln. Genau. Und Kreuzheben trainiert so viele Muskeln gleichzeitig, dass es sich lohnend anfühlt. Das kann ich mir vorstellen. Hast du irgendwelche Veränderungen in deiner Stärke bemerkt? Definitiv. Ich kann schwerere Gewichte heben als vor ein paar Monaten. Das ist unglaublich. Was gefällt dir am Gewichtheben am besten? Ich liebe das Erfolgserlebnis nach einem anstrengenden Training. Es motiviert mich. Ich verstehe das Gefühl. Hast du dir bestimmte Ziele gesetzt? Ja, ich beabsichtige, mein Kniebeugengewicht diesen Monat um 10 Pfund zu erhöhen. Das ist ein solides Ziel. Wie wollen Sie es erreichen? Ich baue mehr Ruhetage ein und konzentriere mich auf meine Form. Intelligenter Ansatz. Die richtige Form ist entscheidend, um Verletzungen vorzubeugen. Unbedingt. Ich habe gelernt, dass es wichtiger ist, in Form zu bleiben, als schwer zu heben. Das ist wahr. Folgst du einer bestimmten Trainingsroutine? Ja, ich verwende ein Programm, das eine Mischung aus Krafttraining und Cardio beinhaltet. Das klingt ausgewogen. Cardio ist auch für die allgemeine Fitness unerlässlich. Ganz gewiss. Es hilft bei der Ausdauer und hält mein Herz gesund. Mögen Sie bestimmte Cardio-Aktivitäten? Ich laufe gerne, besonders im Freien. Es ist erfrischend und macht meinen Kopf frei. Laufen ist fantastisch. Hörst du beim Laufen Musik oder Podcasts? Normalerweise höre ich Musik. Es hält mich voller Energie und motiviert. Gute Wahl. Musik kann wirklich das Tempo für ein gutes Training angeben. Genau. Was ist mit dir? Was ist deine liebste Art, aktiv zu bleiben? Ich mag Yoga. Es hilft bei Flexibilität und Entspannung nach einem langen Tag. Das ist wunderbar. Yoga eignet sich hervorragend zur Erholung, besonders beim Gewichtheben. Ja, es ergänzt das Krafttraining perfekt. Wir sollten irgendwann zusammen trainieren. Das fände ich toll. Das Mischen unserer Routinen könnte Spaß machen und für uns beide von Vorteil sein. Lektion 5. Barrieren im Sport überwinden. Hey Anna, ich habe über Beeb Diedrichsen und ihren Einfluss auf Frauen im Sport gelesen. Hallo John. Sie war so eine Vorreiterin. Wussten Sie, dass sie sich in mehreren Sportarten hervorgetan hat? Ja, sie war nicht nur eine großartige Golferin,
sondern auch eine herausragende Leichtathletin. Das ist beeindruckend. Es ist bemerkenswert, wie sie mit herkömmlichen Einstellungen gegenüber Frauen im Sport gebrochen hat. Genau. Ihr Erfolg in den 1930er Jahren stellte die Normen der nordamerikanischen Kultur in Frage. Es ist faszinierend, wie sie den Weg für zukünftige Sportlerinnen geebnet hat. Denken Sie, dass sich die Einstellungen seitdem geändert haben? Definitiv. Die Teilnahme von Frauen am Sport hat enorm zugenommen, aber es gibt immer noch Herausforderungen. Das ist wahr. Zwar treten immer mehr Frauen an, aber es gibt immer noch einen Kampf um gleiche Anerkennung und Unterstützung. Richtig. Zum Beispiel ist das Lohngefälle im Profisport immer noch ein großes Problem. Ja, es ist enttäuschend zu sehen, dass Sportlerinnen auch heute noch oft weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Die Erfolge von Beeb Diedrichsen unterstreichen die Notwendigkeit kontinuierlicher Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter im Sport. Unbedingt. Ihr Vermächtnis inspiriert viele junge Mädchen dazu, ohne Einschränkungen Sport zu treiben. Ich stimme zu. Vorbilder wie sie sind entscheidend für die Förderung der nächsten Generation. Welche Sportarten werden Ihrer Meinung nach heute bei Frauen immer beliebter? Sportarten wie Fußball und Basketball haben vor allem bei internationalen Wettbewerben stark an Bedeutung gewonnen. Ja, der Frauenfußball hat ein unglaubliches Wachstum erlebt, insbesondere nach dem Erfolg der Nationalmannschaften. Und die Sichtbarkeit von Sportlerinnen in den Medien hat zugenommen, was zu mehr Teilnahme führt. Definitiv. Repräsentation ist wichtig, und wenn Frauen erfolgreich sind, kann das andere motivieren, mitzumachen. Hast du selbst schon einmal Sport getrieben? Ja, ich habe in der Highschool Fußball gespielt. Es war ein fantastisches Erlebnis. Das ist genial. Mannschaftssportarten können wertvolle Lektionen über Teamwork und Ausdauer vermitteln. Genau. Ich habe viel über Disziplin und die Arbeit an einem gemeinsamen Ziel gelernt. Diese Fähigkeiten sind in allen Lebensbereichen wertvoll, nicht nur im Sport. Sehr wahr. Sport kann ein wirksames Instrument für persönliches Wachstum und Vertrauensbildung sein. Es ist toll zu sehen, wie weit wir gekommen sind, aber es gibt noch mehr zu tun, um die Gleichstellung zu fördern. Lektion 6. Umgang mit Datenschutzbedenken. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie sich Technologie auf unsere Privatsphäre auswirkt. Hallo John. Es klingt hilfreich, das zu besprechen. Was sind Ihre Hauptanliegen? Eine große Sorge ist, wie personenbezogene Daten ohne unser Wissen gesammelt und verwendet werden. Ich stimme zu. Es fühlt sich an, als würden Unternehmen ständig unser Online-Verhalten verfolgen. Genau. Ich zögere, etwas Persönliches in den sozialen Medien zu teilen. Das Gleiche hier. Ich frage mich oft, wer Zugriff auf meine Informationen hat und wie sie verwendet werden. Datenschutz ist definitiv ein großes Problem, insbesondere angesichts der Zunahme von Datenschutzverletzungen. Ja, erst letztes Jahr gab es so viele aufsehenerregende Datenlecks. Es ist alarmierend.
Das ist es wirklich. Haben Sie irgendwelche Schritte unternommen, um Ihre Privatsphäre online zu schützen? Ich habe angefangen, die Zwei-Faktor-Authentifizierung für meine Konten zu verwenden. Es fügt eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzu. Das ist ein kluger Schachzug. Ich versuche auch, sichere, eindeutige Passwörter für verschiedene Websites zu verwenden. Gute Idee. Passwortmanager können Ihnen dabei helfen, sodass Sie sich nicht alle merken müssen. Ich habe darüber nachgedacht, einen zu benutzen. Das klingt praktisch, besonders bei so vielen Konten heutzutage. Definitiv. Und es ist wichtig, die Datenschutzeinstellungen auf Social-Media-Plattformen regelmäßig zu überprüfen. Einverstanden. Oft wissen wir nicht, wie viele Informationen wir standardmäßig teilen. Genau. Es ist überraschend, wie viele Apps Zugriff auf unseren Standort und unsere Kontakte anfordern. Das ist eine rote Flagge für mich. Ich erteile nur Berechtigungen, wenn ich der App absolut vertraue. Kluge Wahl. Was ist mit Ihren Surfgewohnheiten? Verwenden Sie den Inkognito-Modus? Gelegentlich. Es hilft, das Tracking zu minimieren, aber ich weiß, dass es nicht narrensicher ist. Richtig. Ich bevorzuge es, einen Browser mit integrierten Datenschutzfunktionen wie dem Blockieren von Trackern zu verwenden. Das ist eine gute Strategie. Es ist wichtig, über Tools und Optionen zum Datenschutz auf dem Laufenden zu bleiben. Unbedingt. Wissen ist Macht, wenn es darum geht, unsere Informationen zu schützen. Ich fühle mich befähigt, über diese Themen zu sprechen. Es ist wichtig, wachsam zu bleiben. Ja, lassen Sie uns weiterhin Tipps und Ressourcen austauschen, um unsere Privatsphäre zu schützen. Definitiv. Gemeinsam können wir sicherer in der digitalen Welt navigieren. Lektion 7. Zukünftige Bestrebungen. Hey Anna, ich kann nicht glauben, dass wir bald unseren Abschluss machen. Hallo John. Es ist ein so bedeutender Meilenstein, nicht wahr? Unbedingt. Es fühlt sich an, als hätten wir erst gestern unser erstes Semester begonnen. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Was war deiner Meinung nach dein größter Erfolg in dieser Zeit? Ich würde sagen, mein größter Erfolg ist es, meine Angst vor öffentlichen Reden zu überwinden. Das ist beeindruckend. In der Öffentlichkeit zu sprechen ist eine wertvolle Fähigkeit. Wie haben Sie es geschafft, sich zu verbessern? Ich trat einem Club bei, in dem ich regelmäßig das Sprechen übte. Es hat mir geholfen, mein Selbstvertrauen zu stärken. Das ist eine großartige Strategie. Ich wünschte, ich hätte so etwas gemacht. Du hast auch viele tolle Dinge getan. Was betrachtest du als deine größte Leistung? Ich denke, der Abschluss meines Abschlussprojekts war eine große Leistung für mich. Das ist eine große Sache. Worum ging es in deiner Abschlussarbeit? Es konzentrierte sich auf die Auswirkungen der sozialen Medien auf das Engagement junger Menschen in der Politik. Sehr relevantes Thema. Haben Sie bei Ihrer Recherche überraschende Ergebnisse gefunden? Ja, ich habe festgestellt, dass sich viele junge Menschen besser dazu befähigt fühlen, ihre Meinung online zu äußern. Das ist ermutigend. Es zeigt, wie Technologie das Engagement fördern kann.
Genau. Also, was sind deine Pläne nach dem Abschluss? Ich erwäge, einen Job im Marketing anzustreben. Ich möchte das Gelernte anwenden. Das klingt aufregend. Marketing ist so ein dynamisches Feld. Ich stimme zu. Was ist mit dir? Hast du irgendwelche Pläne für die Zeit nach dem Abschluss? Ich denke darüber nach, mich an der Graduiertenschule für ein Studium der öffentlichen Ordnung zu bewerben. Das ist fantastisch. Ihr Interesse an sozialen Themen wird Ihnen in diesem Bereich gute Dienste leisten. Danke. Ich hoffe, durch politische Entscheidungsfindung etwas in unserer Gemeinschaft bewirken zu können. Das ist ein edles Bestreben. Es ist wichtig, leidenschaftliche Menschen wie Sie zu haben. Wir alle müssen unseren Weg gehen. Ich bin mir sicher, dass wir beide eine erfolgreiche Zukunft haben werden. Definitiv. Unterstützen wir uns weiterhin gegenseitig, während wir uns auf diese neuen Reisen begeben. Lektion 8. Die Macht kleiner Ziele. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie das Setzen kleiner Ziele mir wirklich hilft, motiviert zu bleiben. Hallo John. Das klingt interessant. Wie setzt man sich diese Ziele? Normalerweise teile ich größere Aufgaben in kleinere, überschaubare Teile auf. Es fühlt sich weniger überwältigend an. Das ist ein kluger Ansatz. Haben Sie Beispiele für kleine Ziele, die Sie sich in letzter Zeit gesetzt haben? Ja, ich hatte vor, jede Woche ein Kapitel eines Buches zu lesen, und ich habe mich daran gehalten. Das ist großartig. Sich selbst zu belohnen, nachdem Sie diese Ziele erreicht haben, muss sich befriedigend anfühlen. Genau. Ich gönne mir einen schönen Kaffee oder ein kleines Dessert, nachdem ich ein Kapitel beendet habe. Was für eine unterhaltsame Art, deine Fortschritte zu feiern. Mir gefällt auch die Idee, mich selbst zu belohnen. Das macht den ganzen Prozess angenehm. Welche Ziele setzen Sie sich normalerweise selbst? Ich konzentriere mich oft auf Fitnessziele. Ich versuche zum Beispiel 3-mal pro Woche Sport zu treiben. Nett. Das ist ein gesundes Ziel. Wie hältst du dich selbst zur Rechenschaft? Ich führe ein Trainingstagebuch, um meine Fortschritte zu verfolgen. Es aufzuschreiben hilft mir, engagiert zu bleiben. Das ist eine hervorragende Strategie. Belohnen Sie sich auch für das Erreichen Ihrer Fitnessmeilensteine? Ja, nach einem Monat Training gönne ich mir neue Trainingsausrüstung. Das ist eine perfekte Motivation. Neue Ausrüstung kann dafür sorgen, dass sich das Training noch aufregender anfühlt. Unbedingt. Außerdem ist es eine gute Möglichkeit, meine Motivation aufzufrischen, wenn sie nachlässt. Ich verstehe das vollkommen. Manchmal kann eine kleine Veränderung unsere Begeisterung wiederbeleben. Genau. Hast du über neue kleine Ziele für den kommenden Monat nachgedacht? Ich denke darüber nach, jede Woche ein neues Rezept zu lernen. Kochen kann so lohnend sein. Das klingt köstlich. Welche Art von Rezepten möchtest du ausprobieren? Ich möchte verschiedene Küchen erkunden, angefangen mit italienischen Gerichten. Lecker. Italienisches Essen ist unglaublich. Haben Sie ein bestimmtes Gericht im Sinn?
Ich würde gerne versuchen, hausgemachte Pasta zuzubereiten. Es scheint herausfordernd, macht aber Spaß. Das ist ehrgeizig. Ich bin mir sicher, dass dir der Prozess gefallen wird. Kochen kann sehr therapeutisch sein. Das kann es wirklich. Ich finde es entspannend, mich darauf zu konzentrieren, etwas Leckeres zu kreieren. Außerdem können Sie danach die Früchte Ihrer Arbeit genießen. Genau. Eine Mahlzeit mit Freunden zu teilen macht es noch besser. So wahr. Essen bringt Menschen zusammen und Kochen ist eine fantastische Art, Kontakte zu knüpfen. Lass uns bald einen Kochabend planen. Wir können uns zum Ziel setzen, gemeinsam ein neues Gericht zu lernen. Lektion 9. Reservierungen verstehen. Hey Anna, ich habe über Reservate der amerikanischen Ureinwohner und ihre Auswirkungen auf den traditionellen Lebensstil gelesen. Hallo John. Das ist ein faszinierendes Thema. Was hast du über die Reservierungen erfahren? Nun, ich habe herausgefunden, dass Reservate Landstücke sind, die für amerikanische Ureinwohner bestimmt sind, aber sie stehen oft vor vielen Herausforderungen. Ja, das stimmt. Viele amerikanische Ureinwohner können aufgrund von Einschränkungen ihre traditionelle Lebensweise nicht mehr ausüben. Genau. Es ist traurig zu sehen, wie Kulturen in der Neuzeit darum kämpfen, ihr Erbe zu bewahren. Glauben Sie, dass es Möglichkeiten gibt, diese Gemeinschaften bei der Bewahrung ihrer Traditionen zu unterstützen? Ich glaube schon. Eine Möglichkeit besteht darin, das Bewusstsein und die Aufklärung über ihre Geschichte und Kultur zu fördern. Unbedingt. Das Verständnis ihrer Kämpfe kann den Respekt und die Wertschätzung für ihre Traditionen fördern. Haben Sie jemals ein Reservat besucht oder an kulturellen Veranstaltungen teilgenommen? Ich habe einmal an einem Powwow teilgenommen und es war eine unglaubliche Erfahrung. Der Tanz und die Musik waren so lebendig. Das klingt unglaublich. Powwows sind großartige Gelegenheiten, die Kultur der Ureinwohner aus erster Hand zu erleben. Ja, ich habe viel über die Bedeutung der Tänze und die Geschichten dahinter gelernt. Es ist beeindruckend, wie viel Sinn und Geschichte durch Tanz vermittelt werden können. Definitiv. Es ist eine wunderschöne Art für Gemeinschaften, zusammenzukommen und ihre Identität zu feiern. Ich habe gelesen, dass sich viele Reservate auch darauf konzentrieren, ihre Sprachen wiederzubeleben. Ja, Sprache ist ein so wesentlicher Bestandteil der Kultur. Bemühungen zur Wiederbelebung sind für zukünftige Generationen von entscheidender Bedeutung. Es ist inspirierend zu sehen, wie Gemeinden daran arbeiten, ihr Erbe zurückzugewinnen. Was können wir tun, um zu helfen? Die Unterstützung einheimischer Unternehmen und Organisationen ist ein guter Anfang. Es hilft ihnen, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Das ist ein praktischer Ansatz. Außerdem fördert es ein tieferes Verständnis ihrer Kulturen. Genau. Veranstaltungen zu besuchen, Kunst zu kaufen und etwas über ihre Geschichte zu erfahren, kann einen Unterschied machen. Es ist wichtig, ihre Widerstandsfähigkeit und die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, anzuerkennen. Ja, jede kleine Anstrengung zählt, um Respekt und Gleichheit zu fördern. Ich hoffe, dass sich mehr Menschen dieser Probleme bewusst werden und Maßnahmen ergreifen, um die einheimischen Gemeinschaften zu unterstützen. Lektion 10. Erreichbare Ziele.
Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie das Setzen erreichbarer Ziele mir wirklich hilft, konzentriert zu bleiben. Hallo John. Das ist eine großartige Erkenntnis. Welche Ziele haben Sie sich in letzter Zeit gesetzt? Ich habe mit einfachen Dingen angefangen, wie 20 Minuten am Tag Sport zu treiben. Das klingt machbar. Das ist ein fantastischer Anfang. Wie ist es dir ergangen? Überraschenderweise gut. Nur ein kurzes Training pro Tag gibt mir das Gefühl, erfolgreich zu sein. Das ist genial. Kleine Siege zu feiern kann die Motivation wirklich steigern. Genau. Außerdem belohne ich mich nach jedem Training mit einem gesunden Snack. Das ist eine clevere Idee. Was kann ich noch tun, um mit meinen eigenen Zielen motiviert zu bleiben? Du könntest versuchen, deine Ziele aufzuschreiben. Dadurch fühlen sie sich greifbarer und realer an. Das ist ein guter Vorschlag. Oft vergesse ich meine Ziele, wenn ich sie nicht aufschreibe. Ja. Außerdem kannst du deine Fortschritte verfolgen, was wirklich ermutigend ist. Das gefällt mir. Hast du jemals darüber nachgedacht, deine Ziele mit Freunden zu teilen, um sie zur Rechenschaft zu ziehen? Habe ich. Das Teilen von Zielen kann ein Unterstützungssystem schaffen, und sie fühlen sich dadurch engagierter. Genau. Es ist schön, jemanden zu haben, der dich unterwegs anfeuert. Und wenn du Probleme hast, können deine Freunde dir Rat und Ermutigung geben. Stimmt. Welche anderen Methoden verwendest du, um mit deinen Zielen auf Kurs zu bleiben? Ich richte Erinnerungen auf meinem Handy ein, um mich zu konzentrieren und meine Fortschritte zu überprüfen. Das klingt hilfreich. Das sollte ich versuchen. Ich vergesse oft Aufgaben ohne Erinnerung. Es ist ein Wendepunkt. Zögern Sie auch nicht, Ihre Ziele anzupassen, wenn sie sich zu überwältigend anfühlen. Guter Punkt. Flexibilität kann es einfacher machen, motiviert zu bleiben. Unbedingt. Es ist wichtig herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Lektion 11. Hotelauswahl. Hallo Anna, ich habe eine Reise geplant und darüber nachgedacht, wo ich übernachten soll. Hallo John. Das klingt aufregend. Welche Art von Hotels bevorzugen Sie normalerweise? Normalerweise bevorzuge ich es, in Mittelklasse-Hotels zu übernachten, um Bequemlichkeit und Komfort zu bieten. Das macht Sinn. Mittelklasse-Hotels bieten oft ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ausstattung und Preis. Genau. Außerdem befinden sie sich normalerweise in günstigen Gegenden in der Nähe von Sehenswürdigkeiten. Haben Sie bestimmte Hotels gefunden, die Sie für Ihre Reise in Betracht ziehen? Ja, ich habe mir einige angesehen, die hervorragende Bewertungen für Sauberkeit und Service haben. Das ist immer ein gutes Zeichen. Nach welchen Annehmlichkeiten suchen Sie in einem Hotel? Ich schätze kostenloses WLAN und ein ordentliches Frühstück. Es gibt den Ton für den Tag an. Definitiv. Ein gutes Frühstück kann Sie wirklich zum Erkunden anregen. Richtig. Ich mag es auch, wenn ein Fitnessstudio zur Verfügung steht, damit ich mit meinem Training Schritt halten kann. Das ist eine kluge Wahl. Es ist schön, auf Reisen Ihre Routine beizubehalten.
Genau. Und manchmal ist es erfrischend, eine Pause vom Sightseeing einzulegen und zu entspannen. Stimmt. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, in Boutique-Hotels zu übernachten, um ein einzigartiges Erlebnis zu erleben? Das tue ich. Boutique-Hotels haben oft eine interessante Einrichtung und einen interessanten Charakter, den es zu erkunden Spaß macht. Außerdem können Sie oft durch Ihr Design und Ihre Dienstleistungen etwas über die lokale Kultur erfahren. Ja, es verleiht Ihrem Aufenthalt eine besondere Note. Haben Sie ein Lieblingshocherlebnis? Ich habe einmal in einem bezaubernden Bed und Breakfast in einer Küstenstadt übernachtet. Die Gastfreundschaft war außergewöhnlich. Das klingt herrlich. Ein Aufenthalt an einem solchen gemütlichen Ort kann sich wie zu Hause anfühlen. Unbedingt. Die personalisierte Note macht einen großen Unterschied im Gesamterlebnis. Ich stimme zu. Was ist mit günstigen Hotels? Übernachtest du jemals in denen? Gelegentlich, wenn ich mit einem knappen Budget reise. Sie können recht einfach, aber funktionell sein. Das ist wahr. Manchmal braucht man einfach einen sauberen Platz zum Schlafen und nichts weiter. Genau. Es geht darum, zu priorisieren, was für jede Reise wichtig ist. Gut gesagt. Letztlich kommt es auf den Zweck der Reise und die persönlichen Vorlieben an. Definitiv. Ich bin gespannt, von deinen Reiseabenteuern zu hören, wenn du zurückkehrst. Ganz gewiss. Ich werde alle Details teilen, einschließlich des Hotelerlebnisses. Lektion 12. Backabenteuer. Hey Anna, ich habe vor, dieses Wochenende etwas Brot zu backen, und ich freue mich riesig. Hallo John. Das klingt nach einem lustigen Projekt. Was für ein Brot backst du? Ich denke darüber nach, ein klassisches hausgemachtes Brot zuzubereiten. Wir benötigen auch etwas Mehl, Hefe, Olivenöl und Salz für den Teig. Gute Wahl. Frisches Brot ist immer ein Hit. Haben Sie ein bestimmtes Rezept im Sinn? Ja, ich habe online ein einfaches Rezept gefunden, das leicht zu befolgen scheint. Hast du schon einmal Brot gebacken? Habe ich. Als ich das erste Mal Brot gebacken habe, ist es etwas dicht geworden, aber es war trotzdem köstlich. Das ist der Geist. Auch wenn es nicht perfekt ist, der Aufwand lohnt sich. Absolutely. I can't wait to enjoy that aroma. Do you have any tips for a beginner baker? One tip is to make sure the water for the yeast is at the right temperature. Too hot can kill it. That's a crucial point. I would have never thought about that. Also, don't rush the rising time. Patience is key for fluffy bread. Good to know. I'll make sure to give it enough time to rise. What will you serve with the bread once it's baked? I'm planning to make a delicious olive oil dip with herbs. It complements fresh bread perfectly. That sounds delightful. I love dipping bread in flavored olive oil.
Me too. It adds such a nice touch. Are there any other toppings you recommend? You could try garlic butter or even a mix of balsamic vinegar and oil for a tangy flavor. Those sound amazing. I'll have to experiment with different flavors. Definitely. Baking is all about creativity. You can try adding herbs or even cheese to the dough. That's a fantastic idea. I might make a herb-infused bread for extra flavor. Lesson 13, Travel Budgeting. Hey Anna, I've been planning my trip and trying to figure out my budget. Hello, John. That's exciting. Do you have a rough estimate of how much you'll need? I estimate around $3,000 for the entire trip. That sounds reasonable. What will that cover for you? It should cover flights, accommodations, food, and some activities. Have you already looked into flights? They can really vary in price. Yes, I found some deals, but I'm waiting to see if prices drop further. Smart move. Flexibility can save you a lot of money on flights. Genau. Ich denke auch darüber nach, in Hostels zu übernachten, um bei der Unterkunft zu sparen. Das ist eine tolle Idee. Hostels können auch eine unterhaltsame Art sein, andere Reisende kennenzulernen. Richtig. Außerdem kann ich das zusätzliche Geld für Erlebnisse verwenden, anstatt nur für Unterkünfte. Welche Erlebnisse erhoffen Sie sich auf Ihrer Reise? Ich würde gerne die lokale Küche erkunden und vielleicht einen Kochkurs besuchen. Das klingt nach einem köstlichen Plan. Es kann so lohnend sein, lokale Gerichte kochen zu lernen. Das denke ich auch. Was ist mit Aktivitäten? Denkst du, ich sollte ein Budget für Touren einplanen? Definitiv. Touren können Ihre Erfahrung verbessern, insbesondere wenn sie Einblicke in die lokale Kultur bieten. Guter Punkt. Dann werde ich einen Teil meines Budgets für Führungen bereitstellen. Haben Sie über eine Reiseversicherung nachgedacht? Es ist eine kluge Investition für Seelenfrieden. Habe ich noch nicht, aber ich werde es mir ansehen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Genau. Es ist ein kleiner Preis, den man für potenzielle Sicherheit auf Reisen zahlen muss. Ich werde sicherstellen, dass das in mein Budget aufgenommen wird. Irgendwelche anderen Tipps, um auf Reisen Geld zu sparen? Sie könnten versuchen, öffentliche Verkehrsmittel anstelle von Taxis zu benutzen. Es ist oft viel billiger. Tolle Idee. Ich liebe es, eine Stadt wie ein Einheimischer zu erleben. Lektion 14. Faires Teilen. Hey Anna, ich habe über unser Projekt nachgedacht und darüber, wie wir mit der Aufgabenteilung umgehen sollten. Hallo John. Das ist ein großartiges Thema. Welche Art von Vereinbarung haben Sie im Sinn? Ich denke, eine Aufgabenteilung, die auf den Stärken der einzelnen Personen basiert, scheint fair. Ich stimme zu. Auf diese Weise können wir unsere Effizienz maximieren und das Beste aus unseren Fähigkeiten herausholen. Genau.
Zum Beispiel kenne ich mich gut mit Recherchen aus, also könnte ich diesen Teil erledigen. Perfekt. Und ich schreibe gerne, sodass ich den Bericht verfassen kann, sobald wir alle Informationen haben. Das klingt nach einem soliden Plan. Was ist mit der Präsentation? Wer sollte das übernehmen? Ich würde mich freuen, die Präsentation zu übernehmen. Ich spreche gerne vor Gruppen. Großartig! Es ist sinnvoll, wenn jemand, der sich für das Präsentieren begeistert, diese Rolle übernimmt. Danke. Ich werde sicherstellen, dass ich gründlich übe, damit wir alle beeindrucken können. Wenn wir effektiv zusammenarbeiten, können wir meiner Meinung nach eine überzeugende Präsentation erstellen. Unbedingt. Sollten wir auch einen Zeitplan für jede Aufgabe in Betracht ziehen, um den Überblick zu behalten? Das ist eine kluge Idee. Die Festlegung von Fristen hilft, die Rechenschaftspflicht aufrechtzuerhalten. Ja, und wir können regelmäßig nachschauen, wie es jedem von uns geht. Guter Punkt. Regelmäßige Updates können uns helfen, uns anzupassen, wenn wir ins Hintertreffen geraten. Genau. Kommunikation ist der Schlüssel zu einem reibungslosen Ablauf. Ich habe das Gefühl, dass sich dieses Arrangement als ziemlich effektiv herausstellt. Das tut es. Stellen wir außerdem sicher, dass wir unsere Erfolge auf dem Weg dorthin feiern. Das ist wichtig. Eine kleine Feier kann die Moral stärken und uns motivieren. Richtig. Vielleicht könnten wir nach Abschluss jedes wichtigen Meilensteins eine kleine Belohnung genießen. Ich liebe diese Idee. Es gibt uns etwas, auf das wir uns bei der Arbeit freuen können. Definitiv. Außerdem ist es eine unterhaltsame Art, unsere harte Zusammenarbeit anzuerkennen. Ich freue mich, dass wir bei diesem Arrangement auf derselben Seite sind. Es scheint fair und ausgewogen zu sein.